Auch der ehemalige BND-Chef August Hanning hat im Gespräch vor einer halben Stunde gesagt, egal wer es gewesen ist, Respekt vermutet wird. Paul Klinzing, guten Morgen. Du jetzt hier im Studio. Der Mossad, der israelische Auslandsgeheimdienst. Du hast ja da mal so ein paar Strukturen, soweit man denn Informationen über diese Strukturen kennt und bekommt, angeschaut. Ja, ist ganz schwierig, da wirklich auch genaue Details rauszubekommen, aber viele Experten gehen davon aus, es kann nur der Mossad gewesen sein. Das wollen wir uns ansehen, aber auch noch mal den gestrigen Tag, also wie die Funkgeräte dann wirklich auch explodiert sind. Also wir wollen uns noch mal den gestrigen Tag ein wenig näher ansehen und mit Bildern von vor Ort starten. Da können wir auch auf diesen Bildern sehen, dass es wirklich zu heftigen Explosionen gekommen ist. Am Dienstag ja die erste Explosionswelle mit vor allem Pagern und jetzt anscheinend Funkgeräte. Kleine Vorgeschichte dazu, die Hisbollah hatte ja vor Monaten auch schon erwähnt, unsere Handys, die werden sicherlich abgehört vom israelischen Geheimdienst. Deshalb brauchen wir sichere Kommunikationsgeräte. Dann hat man sich dazu entschieden, wir brauchen ältere, die sind abhörsicher beispielsweise. Und dann ist man eben auf diese Pager gegangen oder eben diese Walkie-Talkies. Die sind jetzt von der Firma ICOM. Die haben auch schon bestätigt, dass sie diese Funkgeräte produziert haben zwischen 2004 bis 2014. Danach gab es aber Produktionsstopp und sie wurden auch nicht mehr ausgeliefert. Heißt gleichzeitig, diese Geräte mussten schon in den letzten Jahren irgendwo zwischengelagert worden sein. Und da hat dann wahrscheinlich jemand mitbekommen, naja, die können wir dann manipulieren und dementsprechend auch einen Sprengsatz mit einbauen. Bei den Pagern wissen wir ja, dass es bei einem Sprengsatz zwischen 25 Gramm bis 50 Gramm gehandelt haben muss. Wahrscheinlich auch bei diesen Walkie-Talkies. Und wer steckt dahinter? Wohl der Mossad. Das sagen zumindest viele Experten. Deshalb wollen wir uns den auch einmal näher ansehen. Gegründet wurde er 1949. Der aktuelle Direktor ist David Barnea. Und bei ihm muss man auch erwähnt haben, nach dem Anschlag am 7. Oktober letzten Jahres auf Israel hat er auch gleich gesagt, man muss die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Womöglich jetzt auch die Aktion jetzt mit den Walkie-Talkies und mit den Pagern. Mitgliederzahl, das weiß man nicht ganz genau, 1.000 bis 7.000, das ist natürlich streng geheim. Und das Vorgehen ist verdeckte Operation, Spionage, Sabotage und Entführungen. In den letzten Jahrzehnten gab es da wirklich sehr, sehr spektakuläre Geheimoperationen und auf die wollen wir jetzt auch noch mal näher drauf eingehen. Ich gehe einmal auf die andere Seite, denn wir wollen mit Adolf Eichmann starten. Hierzu muss man sagen, dieser Mann hat während des Zweiten Weltkriegs für die SS viele jüdische Menschen getötet. Deshalb war für Israel auch sehr, sehr wichtig, dass man diesen Mann bekommt, denn er konnte untertauchen. Man konnte seine Spur dann nach Argentinien verfolgen. Die Mossad-Agenten sind dorthin geflogen, konnten ihn dann auch aufdecken und dementsprechend entführen und sogar nach Israel bringen. Und dort hat man ihm auch den Prozess dann gemacht und er wurde zum Tode verurteilt. Vielleicht auch noch zum Telefonattentat auf PLO-Führer Hamshari. Es gab ja das Attentat auf die Olympioniken, jüdische Olympioniken in München vor 1973. Und dann hat Israel natürlich auch gesagt, man muss die Täter zur Rechenschaft ziehen. Unter anderem Strippenzieher, auch PLO-Führer Hamshari. Und dort hat man in seinem Telefon zu Hause dann einen Sprengsatz versteckt und dementsprechend auch gezündet. Vielleicht noch zum Letzten, der vor kurzem auch stattgefunden hat, nämlich das Attentat auf Hamas-Führer Haniyeh. Da gab es ja auch einen explosiven Satz im Iran und auch er konnte getötet werden. Also eine ganze Liste von wirklich spektakulären Operationen von Mossad. Und viele sagen ja, das ist wirklich der weltweit beste Geheimdienst auf der ganzen Welt. Also so viel dazu und jetzt mit den neuen Anschlägen oder mit den Operationen im Libanon, das reiht sich dann auch in diese Liste ein. Danke für den Überblick, danke für das, was du da erarbeitet hast, an den wenigen Informationen, die man über den Mossad bekommen kann. Danke, Paul Klinzing.